Trail-Hardtails sind für bezahlbaren Abfahrtsspaß bekannt. Ganz häufig driften die Hersteller aber bei dieser Bikegattung ins Extreme ab und verbauen damit die Tourentauglichkeit dieser Bikes. Rose will mit dem Bonero einen bezahlbaren, tourentauglichen Allrounder für echten Trailspaß auf die Laufräder gestellt haben. Und ob das den Bocholtern gelungen ist, zeigen wir euch in dem Video. Die letzten Jahre waren hart für Biker, denn die Preise fürs Material sind stark nach oben gegangen. Rose setzt dem Ganzen mit dem Bonero jetzt einen Stopper vor. Denn für 2.200 € schickt der Direktversender ein wirklich exzellent ausgestattetes Bike zu euch nach Hause. Neben den DT Swiss Markenlaufrädern ist vor allem die RockShox Pike Select Plus Gabel zu erwähnen. Die Gabel hat wirklich World Cup Niveau, weil sie hat eine separat einstellbare High- und Low-Speed Druckstufe erhoben. Und hier unten sogar ein Druckausgleich für das Casting. Das sind Features, die gab es bis vor kurzem wirklich nur in absoluten Top-Modellen. Außerdem hat das Bike einen aktuellen SRAM 1x12 GX Eagle Antrieb. Auch hier lohnt es sich genau hinzuschauen, denn Rose verkauft einem hier keine Mogelpackung. Die Laufräder haben einen XD-Freilauf und dieser Freilauf ermöglicht ein kleines 10er Abschlussritzel an der Kassette. Und das kleine 10er Abschlussritzel sorgt wiederum dafür, dass die Bandbreite der kompletten Schaltung auf üppige 520% anschwellt. Die Ausstattung ist für 2.200 € sogar so gut, dass in unserer Preis-Leistungswertung auf bike-test.com eine kleine Flamme auflodert. Und das passiert wirklich nur bei den besten Rädern. Wir haben den kompletten Mountainbike-Markt analysiert und eine derart geniale Geometrie liefert derzeit in dem Bereich kein anderer Hersteller ab. Auf der Faktenebene überzeugt das Rose restlos. Jetzt wird es aber mal Zeit, dass wir uns auf den Trail schwingen damit. Die Sitzposition fällt sportlich aus. Der lange Reach und das kurze Steuerrohr machen den Tritt in die Pedale effizient. Wir haben das Bike an die Waage gehängt und das Bonero 3 bringt in der Rahmengröße L 12,6 Kilo ohne Pedale auf die Waage. Der Wert ist für ein Trail-Hardtail in der Preisklasse wirklich gut und das kommt dem Bike auf dem Trail entgegen. Das Beschleunigen aus der Kurve oder kleine Gegenanstiege gelingen mit dem Rose Bonero deshalb leichtfüßig. Und das treibt den Fahrspaß mit dem Bonero auf flowigen Trails nach oben. Wenn man ehrlich ist, langweilt sich das Bike hier aber auch ein bisschen und deshalb würde ich sagen, biegen wir jetzt mal ins richtige Gelände ab. Und genau hier blüht das Rose Bonero auf. Die 140 mm Federweg an der Gabel sind nicht nur quantitativ viel, sondern überzeugen auch durch Qualität. Die Charger 2 Dämpfungskartusche funktioniert wirklich exzellent und ebnet auch größere Schläge kontrolliert ein. Klar, Hardtail bleibt Hardtail, hintenrum wird es dann irgendwann ungemütlich. Mit dem flachen 65 Grad Lenkwinkel kommt das Bike aber auch bei hohem Tempo oder bei steilen Abfahrten nicht aus der Ruhe. Der limitierende Faktor sitzt hier meistens auf dem Bike. Eine Besonderheit, die bei der Geometrie zu erwähnen ist, dass die Kettenstreben vom Bonero mit jeder Rahmengröße mitwachsen. Das ist nicht üblich in der Bikebranche und kommt vor allem sehr großen Fahrern entgegen. Denn wenn die Kettenstreben, also der Hinterbau, mit dem Hauptrahmen mitwächst, bleibt auch für die großen Fahrer die Gewichtsverteilung zwischen Hinter- und Vorderrad sehr ausbalanciert. Die Formula Cura Bremsen sind jetzt nicht mega bekannt, aber mit ihren 4 Kolben am Vorderrad und der großen Bremsscheibe verzögern sie wirklich adäquat. Und auch der Bremshebel hat eine exzellente Ergonomie. Und außerdem haben die Italiener vom Formula vor kurzem von klassischer DOT-Bremsflüssigkeit auf Mineralöl umgestellt. Vor allem Bike-Mechaniker werden das lieben, denn das Mineralöl zieht weniger Wasser und macht die Bremse so robuster bzw. weniger wartungsanfällig. Die Frage nach den Allround-Fähigkeiten des Boneros hat sich auf dem Trail eindeutig geklärt. Ja, das Rose Bonero ist ein echter Allrounder. Aber Rose legt sogar noch eine Schippe oben drauf. Wenn man nämlich einen detaillierten Blick auf den Rahmen wirft, dann wird klar, dass die Entwickler auch ein Gespür für das große Ganze gehabt haben. Der Rahmen in Größe L wiegt 2300 Gramm. Das ist jetzt kein Megawert, aber ist akzeptabel für ein Trailbike in der Preisklasse. Interessant sind hier vor allem die Detaillösungen wie der hochwertige Rahmenschützer hier am Unterrohr oder an der Kettenstrebe oder die ISCG-Aufnahme am Tretlager. Wer richtig dicke Sprünge machen will, kann hier einfach eine Kettenführung montieren. Auch beim Tretlager hat Rose an die Mechaniker gedacht. Das geschraubte BSA-Tretlager erleichtert die Wartung im Vergleich zu einem Pressfit-Tretlager. Hier am Unterrohr hat man die Möglichkeit, einen weiteren Flaschenhalter oder ein Storage-Päckchen zu montieren. Der Vorteil gegenüber der klassischen Position hier am Sitzrohr ist, dass die Sattelstütze vollkommen versenkbar bleibt, weil keine Öse im Inneren des Rahmens den Weg der Sattelstütze versperrt. Die Bremsaufnahme ist normal ein wenig beachteter Bereich, Rose beweist hier aber Liebe zum Detail.
Denn durch die Abstützung der Bremsaufnahme an der Steckachse schafft es Rose, alle Gewinde vom Rahmen in den Adapter zu verlegen. Sollte hier ein Defekt auftreten, ist bei anderen Herstellern im schlimmsten Fall der ganze Rahmen kaputt. Bei Rose kann man sich einfach einen neuen Adapter bestellen. Man weiß nie, wo einem das Leben hinführt. Und wenn du irgendwann mal mit dem Bike die Welt umrunden willst, dann ist das Bonero selbst dafür gerüstet. Denn überall am Hinterbau gibt es Gewindeösen, wo man ein Schutzblech oder einen Gepäckträger montieren kann. Egal ob Weltreise oder technischer Singletrail, das Rose Bonero liefert wirklich ab und ist dabei stets ein Spaßgarant. So ein breit aufgestelltes Bike haben selbst wir bei der kompletten Marktanalyse auf bike-test.com kein zweites Mal gefunden.